So, guten Morgen aus Okinawa an unserem zweiten Tag. Wir fahren jetzt so ein bisschen durch die Berge hier, beziehungsweise durch den Dschungel. Also wie gesagt, wir sind hier mitten im Dschungel. Wir vermuten, dass die zur Sicherheit auch hier leben, wegen dem Tsunami, weil hier halt riesen Tsunami-Gefahr ist, also Erdbebengefahr und dann entsteht ein Tsunami. Selbst gestern und vorgestern gab es hier Erdbeben. Wir fahren jetzt langsam wieder zurück, nämlich in das Restaurant, wo wir gestern hin wollten, beziehungsweise wo wir gestern eine Reservierung gemacht haben. Um 12 Uhr ist unser Termin. Bin sehr gespannt, Local Food. Das Besondere hierbei ist am Essen, Dass deren Grundnahrungsmittel natürlich nicht Reis oder Weizen ist, sondern Süßkartoffeln. Und zwar bestimmte Süßkartoffeln, die ihr in wenigen Supermärkten vielleicht irgendwo in Deutschland oder Europa findet. Und bei uns natürlich sehr, sehr teuer sind. Das sind lila Süßkartoffeln. so Okinawa erinnert uns so ein bisschen an Vietnam, Da Nang vor allem. Es ist mega grün hier. Also links und rechts, hinter uns, vor uns ist es halt einfach grün. Und das ist cool. Mit so einem Auto wären wir auch gefahren, aber ich habe so gesagt, nein. Mit so einem Auto. Ich habe nein gesagt. Wir sind jetzt angekommen. Ich glaube sogar, unser Gemüse und unsere Gewürze werden hier gerade gepflückt. Also, wir haben gestern eine Reservierung gemacht. Dann schauen wir mal, ob alles geklappt hat und wir gleich unser Essen bekommen. Also wir haben jetzt Karak-Tee bekommen. Tee aus Okinawa mit Gewürzen unterschiedlichen. Also wir haben jetzt das einmal bestellt hier. Das haben wir natürlich gestern vorbestellt. Auch das hier. Einmal so, einmal so. Das ist vielleicht wichtig zu erwähnen. Es gibt nur das und das. Und damit wir das halt alles probieren, haben wir uns einfach für eine entschieden. Also es gibt noch ein bisschen mehr Auswahl. Das hier, aber ich glaube, das ist mit auf diesem Teller, den wir gebucht haben. Also so sieht unser Essen aus. Haben wir eine kleine Portion. Und die große Portion mit einer Suppe noch. Das sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. So, das war jetzt das sehr interessante Essen. Es war echt lecker. Es gab sehr viel Verschiedenes zu probieren. Also es waren Gewürze teilweise dabei, Geschmäcker, die wir noch nicht so kannten, ähnlich. Aber ich sag mal so, es war interessant zu sehen, zu schmecken. Ja, Einiges sehr ungewohnt. war sehr, sehr lecker. Ja. Also es ist wert, das zu probieren, sagen wir. Genau. So, nach dem etwas spektakulären Essen sind wir jetzt im Okuma Beach. Wir sind Okuma im Beach. Okuma Beach. Das Genau. ist 10 Minuten weiter weg von Ogimi. Und das ist einer der Top 2 Strände auf Okinawa. Das dürfen wir leider nicht mitnehmen und das gibt es hier haufenweise. Ist das nicht schön? Natürlich, wenn die Sonne scheinen würde, dann würde das Ganze ganz anders aussehen hier. Und hier glauben wir, das ist so eine Hotels-Location. Schauen wir mal nach. Also wir vermuten tatsächlich, das was wir bislang gesehen haben, das ist tatsächlich links so eine Art Kirche mit Altar und rechts ist die Location und ich glaube drüber hast du dann auch so ein Schlafzimmer. Auf jeden Fall eine große Fläche, da ganz vorne an der Wasserseite hast du dann eine riesen Tanzfläche, Location. Ich denke mal, dass sie hier Hochzeit machen. Und da habt ihr ein Hotel. Hier zu heiraten? Why not? Aber erstmal müssen alle Gäste hierher kommen. Ne? Wenn man jetzt hier so lang fährt, in der ganzen Küste entlang, egal wo, gibt es halt wirklich immer so kleine Spots. Wir sind jetzt zum Beispiel Richtung Kori Island gefahren. Auch ein wunderschöner Spot, wo viele auch anhalten und einfach dieses wunderschöne blaue Wasser genießen mit dem weißen Strand. Aber schaut mal selber. Ich glaube bei 30 Grad und Sonne ganz anders. Aber so ist es auch wunderschön. So ein blaues Wasser, wirklich fast noch nie gesehen. Wir sind jetzt an einem Ort gekommen, wo es nur einen Stein gibt, also ein Steinherz.
warm. Hinter uns seht ihr die beiden Herzen. Steine aussehen wie Herzen. Auf jeden Fall kommen hier sehr, sehr viele Touristen hin. Wir fahren weiter. Was ganz, ganz wichtig ist, in solchen asiatischen Ländern sich impfen zu lassen. Vorher, ganz klar. Japanisches Gelbfieber und dann hatten wir noch Dengue-Fieber, glaube ich. Ne? Ja, genau. Auf jeden Fall impft euch, wenn ihr unterwegs seid in solchen Ländern. Und dann seid ihr auf jeden Fall safe. So, vielleicht weiß es ja der ein oder andere. In Okinawa gibt es ein wunderschönes Aquarium. Nämlich eines der größten auch dieser Welt. Walhaie, war das richtig? Große Fische, sehr, sehr viele Fische. Und da gehen wir jetzt einmal hin und schauen mal, was es da so für Tierarten gibt. Also ist das nicht der Hammer? Was ist denn das für ein Fisch, bitte? Was sind das denn bitte für Fische? Hammer! Wir sitzen jetzt hier gerade im Café sozusagen des Aquariums und haben wohl eines der besten Blicks. Okay, die Tische hier vorne sind leider alle reserviert. Hatten wir keine Chance, aber in der zweiten Reihe ist es auch okay. Und solch ein Ausblick, wie cool ist das denn bitte? Momentan werden die gerade gefüttert. Da oben bekommen die halt Plankton oder halt Plankton-ähnliche Sachen rein und werden halt gefüttert momentan. So, wir haben uns jetzt mal kurz hier hingeschlichen, jetzt ist noch gerade frei geworden. Aber so eine Aufdecker für einen. Jetzt mal. Wie krass. So, das, was ihr jetzt gerade von unten gesehen habt, können wir jetzt von oben bestaunen. Wie die hier rumschwimmen. Alle Fische anscheinend, aber schaut mal selber. Falls ihr euch gefragt habt, wie die dieses Ding da hier reinbekommen haben. 1995 war 4,60 Meter groß. Ich glaube, da haben sie ihn auch reinbekommen. Und mit so einem System hier. Ja, wenn man so wirklich überlegt, ist das eigentlich ein Gefängnis für die, ne? Schade. Aber anders bekommst du solche Fische oder solche Lebewesen überhaupt gar nicht zu Gesicht. Schön, dass es sowas gibt, aber auch schade unter anderem. Wir bestaunen das Ganze nochmal weiter, ob es noch was gibt. Und es soll noch eine Delfinshow geben. Wir gehen da gleich mal hin und schauen, ob wir die Delfine noch sehen können. Wir sind jetzt noch am Ende. Hier gibt es kostenlose Bilder, also beziehungsweise was Kleines hier. Wir sind jetzt noch hier im Außenbereich des Aquariums und hier gibt es noch Delfine. Das war das Aquarium. Wir sind zurück in unserem Apartment mit der wunderschönen Aussicht aufs Meer. Aber es war ein wunderschöner Tag. Vielen Dank fürs Einschalten und bis morgen zum nächsten Vlog, denn da fahren wir nach Naha und zu dem besten Strand von Okinawa. Bis dann.